Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese süßen Schlüsselanhänger. Die sind wirklich super schnell gemacht. Das wird auch ein kurzes Video. Das sind solche Kekse, die könnt ihr natürlich gestalten, wie ihr möchtet. Ich habe hier jetzt einen mit Heißkleber gemacht und den Glitzerperlen oder mit Streusel oder mit Schokoguss. Das ist alles euch überlassen. Ich häkel jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel und ihr braucht echt nicht viel und das ist auch für Anfänger geeignet. Das geht super schnell und wir fangen an. Ihr nehmt euch die Wolle eurer Wahl. Wir legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal. Wir ziehen einmal durch und ziehen fest. Und als erstes häkeln wir jetzt 15 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Das war jetzt auch schon die erste Reihe. Das ist jetzt die längliche Seite, also die ist dann nachher so. Jetzt fangen wir direkt in der nächsten Reihe an. Wir gehen in die nächste Masche rein und häkeln eine feste Masche und das auch jetzt die ganze Reihe und wir arbeiten auch nur mit festen Maschen. Also keine Masche überspringen, einfach nur feste Maschen häkeln. Ich spule das auch gleich schneller, nachdem ich euch das gleich einmal erklärt habe am Ende dieser Reihe. Also in jede Masche nur eine feste Masche. Das ist jetzt nach der Luftmaschenkette die erste Reihe, die wir häkeln. Und wir werden insgesamt 11 Reihen feste Maschen häkeln. Also gleich noch 10 Reihen. Was ich euch noch sagen möchte, ganz wichtig, am Ende jeder Reihe, also wir sind jetzt am Ende der Reihe angekommen, machen wir eine Wendeluftmasche. Das dürft ihr nicht vergessen, sonst verzieht sich das. Und dann drehen wir das. Und jetzt häkeln wir die zweite Reihe mit festen Maschen. Und dann machen wir wieder am Ende der Reihe eine Wendeluftmasche. Und so, dass wir am Ende 11 Reihen mit festen Maschen gehäkelt haben. Also das ist unsere zweite Reihe mit festen Maschen. Und so, dass wir insgesamt außer der Luftmaschenkette 11 Reihen mit festen Maschen haben. Dann machen wir noch gemeinsam bis zum Ende dieser Reihe und dann spule ich das auch schneller. Dann braucht ihr das zweimal für die Vorder- und Rückseite. Und drinnen befüllen wir das dann und machen dann noch den Rand einmal zusammen. Ist wirklich super Anfänger geeignet. So, hier nochmal die letzte Masche, bisschen schwer zu kriegen. So, auch am Ende dieser zweiten Reihe mit festen Maschen angekommen. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und häkeln jetzt immer weiter feste Maschen, bis wir 11 Reihen mit festen Maschen haben. Und dann brauchen wir noch ein zweites davon und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt insgesamt die 11 Reihen mit festen Maschen gehäkelt und die erste Reihe mit den Luftmaschen haben wir zusammen gehäkelt. Jetzt schneide ich den Faden einmal ab, ziehe es einmal raus und als erstes werde ich hier die beiden Stücke einmal schon vernähen und zwar in die Richtung, wo der Faden das auch nachher so schließt, also nicht nach unten, dann könnte ja die Masche hier raus, also in die Richtung. Das vernähe ich einmal und das gleiche mache ich auch mit dem zweiten Stück und dann machen wir weiter.
Jetzt sind beide Teile vorbereitet und jetzt mache ich hier schon mal die Augen ran. Ihr könnt natürlich die Augen nehmen, die ihr möchtet. Ich bereite mir das schon mal vor. Ich werde auch das hintere Stück gleich wegmachen, dass es nicht so spitz ist. Das zeige ich gleich. So lasse ich jetzt meine Augen. Mache jetzt dieses Teil hier drauf. Jetzt sind die schon mal schön fest. Also die beiden Spitzen habe ich jetzt mit einem Feuerzeug heiß gemacht und auch ein bisschen platt gedrückt, aber nicht verbrennen. So werden die hinten nicht rauspieksen. Die sind jetzt schön rund und auch nicht mehr gefährlich dann. So sieht das aus. Jetzt nehme ich mir das andere Stück, packe es dahinter, gehe jetzt erstmal an der Spitze mit der Häkelnadel rein und auch an dem anderen hinten. Dann nehmt ihr euch die Wolle eurer Wahl wieder, also die Farbe auch eurer Wahl. Ich nehme jetzt ein dunkles Braun. Dann legen wir das auf die Häkelnadel, ziehen es einmal durch beide durch. Machen erstmal eine Luftmasche für den Anfang und dann machen wir an den Ecken immer noch mal eine extra Luftmasche. Und dann gehen wir einfach jetzt Masche für Masche weiter. Einmal bei der vorderen und einmal bei der hinteren. Holen den Faden raus und machen eine feste Masche. Dann wieder vorne und hinten durch. Faden rausholen und wieder eine feste Masche. Und das machen wir jetzt auch die ganze Zeit so. Immer bei den letzten an den Ecken, da mache ich immer eine Luftmasche extra, damit das auch noch so ein bisschen eckiger wird und bleibt. Sonst verzieht sich das so und wird rund. Ich zeige das noch mal bis zu dieser Ecke und dann spule ich das schneller. Hier habe ich jetzt die vorletzte. Und die letzte. Vorne und hinten rein. Faden holen, eine feste Masche und eine Luftmasche. Und dann geht es ganz normal auf dieser Seite weiter. Vorne, hinten und feste Masche. Das machen wir jetzt bis zum Ende einmal so. Bevor wir das komplett zunähen, werden wir das jetzt schon mal mit Füllwatte stopfen. Und wenn ihr auch sowas reinnähen möchtet, dann macht das natürlich auch vorher, dann verschwindet das drin und ist natürlich viel einfacher. Und bei den Perlen, die könnt ihr auch entweder vorher machen, wenn ihr die nähen möchtet, oder kleben, wenn ihr das später möchtet. Das ist euch überlassen. Bei Kleben könnten die natürlich auch abfallen. Und jetzt mache ich das erstmal mit der Füllwatte so voll, wie ihr das möchtet. Entweder nur ein ganz bisschen, damit das nur so ein bisschen was drin hat, oder ihr könnt es auch ganz dick machen da drin. Das ist jetzt euch überlassen. Ich versuche so ein gutes Mittelding zu finden. So, und dann schön in die Ecken. So ungefähr sieht das jetzt schon mal aus. Ich glaube, bei dem lasse ich das so. Bei dem war das so ein bisschen zu viel. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut.
Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich mache nachher Streusel drauf. Das mache ich dann später. Und dann werde ich das restliche Stückchen nochmal zuhäkeln. Und dann können wir auch gleich noch einen Schlüsselring ranmachen. Die sind wirklich super, super schnell gemacht. Ich habe es euch jetzt einmal ausführlich gezeigt und wenn ihr einen gemacht habt, dann sind die nächsten umso schneller gemacht. So, dann mache ich hier an der Spitze auch noch mal eine feste Masche. Und so sieht das jetzt schon mal aus. Mega, mega süß. Den Faden lasse ich erstmal ein bisschen länger. Ziehe es raus. Und ihr könnt euch jetzt selbst überlegen, wie ihr das mit dem Schlüsselring machen möchtet. Ich ziehe das hier durch und verknote das ganz einfach. So, der ist da schon mal drauf. Dann werde ich diese beiden Fäden einmal verknoten und dann können wir die Restfäden vernähen. Und jetzt könnt ihr noch dekorieren, wie ihr möchtet. So sieht es jetzt aus. Mega, mega süß. Mich würde natürlich eure Varianten, eure Farben sehr interessieren. Markiert mich gerne bei Facebook, Instagram oder TikTok. Ich habe euch auch alles unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mithäkeln. Und bis bald.